Peter Fronius und Gregor Kremsmüller lernen schweißen. Elektrodenschweißen, Tag 2. Ja, Tag 2 unseres Schweißkurses. Es ist ein wunderschöner Morgen. Die Sonne strahlt hier rein in die Schweißakademie. Gerhard, was werden die Jungs heute machen? Ja, Vormittag wiederholen wir das Ganze nochmal, schauen wir, was sie noch wissen, was hängen geblieben ist, und Nachmittag beginnen wir mit dem Kellnerschweißen. Wow. Also ich bin total motiviert und ich bin erstaunt, es ist doch einiges hängen geblieben vom ersten Tag. Also es ist natürlich schon wieder eine Herausforderung, aber es ist sehr viel zum Glück noch vorhanden. Na okay, die Jungs sind top motiviert, also gehen wir's los, Tag 2. So, Mittagspause Tag 2. Wie ist es gelaufen am Vormittag? Gregor? Ich bin sehr zufrieden und Okay. ich bin schon extrem gespannt auf den Nachmittag. Wir verbinden das erste Mal Blechteile. Wunderbar, das nennt sich dann Eine Kellner. wunderschön. Ja. Kehlnähte sind geläufig. Auf jeden Fall. Wir werden uns jetzt dran schmeißen und versuchen, dass wir da das Beste draus machen. Ich denke, wir machen aber jetzt noch einen kleinen Abstecher in die Werkstatt und schauen uns an, wie so eine Schweißnaht in Natura aussehen sollte. Alles klar, los geht's. Tag 2 Nachmittag. So, jetzt also live in der Werkshalle beim Kremsmüller und wir haben ein Werkstück mitgenommen von euch mit wunderschönen Schweißnähten. Und live sehen wir jetzt hier ein Bauteil, ein riesiges von uns, das auch mit der Hand geschweißt wurde. Und jetzt der große Vergleich. Ich würde sagen, es ist kaum ein Unterschied festzustellen. Also wir sind knapp davor, dass wir da anfangen dürfen. Wetter. Auf jeden Fall. Das passt sicher. Wir kommen jetzt zum Kellnerschweißen. Da stellen wir 2 Bleche rechtwinkelig aufeinander und verschweißen die auf einer Seite. Okay. Hört sich schwierig an, oder? Nein, nicht so schlimm, es ist nur der nächste kleine Schritt. Zufrieden mit der ersten Kehlnaht? Sehr. Ich bin hellauf begeistert. Ja, Gerhard, jetzt sind wir unter uns. Wie stellen Sie sich denn wirklich an, die Jungs? Sie stellen sich sehr gut an. Sie sind sehr bemüht, sehr fleißig, sicher auch talentiert, sonst waren sie in der kurzen Zeit nicht so weit gekommen. Ich bin mir sicher, dass das beim Prüfstück dann auch so funktioniert.